Man wird ja eingelocht, wenn man da nicht mitmacht. Das wäre mir neu. Also eigentlich kann man den FEC auch echt sinnvoll auf Burodeng verbringen. Es ist zwar natürlich relativ langweilig, weil dort so wenig los ist, aber man kann es auch als Chance sehen, weil halt so wenig los ist. Stell dir vor, du rüstest dir einen richtig guten Violet Hunter aus und farmst jeden Tag 3-4 Mal Kriton. Klar, vor allem bei Kriton, wenn du Herneswaffen droppst und Shiny Orichalcum, Brilliant Amethyst etc., ja, es ist schwierig, Abnehmer dafür zu finden, wenn so wenig los ist. Aber du kannst die Sachen ja erstmal bunkern, musst sie ja nicht zwingend verkaufen. Ich meine, ob du sie jetzt verkaufst mit einem höheren F-Coin-Kurs, aber kaum Nachfrage, oder bei einer höheren Nachfrage zu einem niedrigeren F-Coin-Kurs, ist ja letztendlich auch schon egal. Sollte keinen wirklich großen Unterschied machen. Und dann sowas wie Violets, Blessing of the Demon, Protects und so weiter. Ich meine, schau mal, du farmst jeden Tag, sagen wir, du machst 2 Violet-Runden. Du machst die erste, du ziehst eine Party auf 40. Machst eine Violet-Runde. Dann machst du 4 mal Kriton. Gehst vielleicht noch eine halbe Stunde AFK oder so, bis die Violets gerespawnt sind. 2,5 Stunden, whatever. Dann drehst du deine zweite Violet-Runde, dann gehst du offline. Hast du effektiv 3 Stunden gespielt pro Tag. Am Wochenende machst du vielleicht eine dritte Violet-Runde oder so. Oder noch ein paar Bosse wie Clockbox oder whatever, ist ja egal. Oder Red Meteor. Was du da in 6 Monaten zusammenbekommst, vermutlich mehrere Herneswaffen, mindestens 2 oder 3. Vermutlich tausende Blessing of the Demon, Low S Product, hunderte Products. Also kannst du dann einfach, du hockst dann auf einem Berg von Loot im Wert von, was weiß ich, weit über 100.000 F-Coin oder so. Und wartest quasi nur darauf, dass die Leute zurückkommen, um denen die ganze Scheiße dann zu verkaufen, den ganzen Kack um die Ohren zu hauen und bist dann mit einem Schlag steinreich. Man braucht halt nur Geduld, weil, wie gesagt, während der FEC läuft, du wahrscheinlich einiges von dem Loot, den du dann droppst, erstmal nicht verkaufen kannst oder solltest. Ich meine, warum sollte man in einem Markt verkaufen, in dem es so gut wie keine Nachfrage gibt? Wäre natürlich schon klüger, wenn du wartest, bis die Leute wieder zurückkehren, weil du dann vermutlich mehr Kohle bekommst für deinen Loot. Aber ja, also man kann es auch als Chance sehen. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt deutlich langweiliger, weil so wenig los ist und es passiert relativ wenig. Also viel langweiliger als auf dem FEC, vor allem die Anfangsphase auf dem FEC ist ja doch immer ziemlich spannend und so. Aber wie gesagt, man kann das auch als sehr große Chance für sich nutzen. Weil man hat halt einfach seine Ruhe, wird halt beim Farmen so gut wie nicht gestört werden und kann da halt echt so ein richtiges Vermögen anhäufen, ohne sich da irgendwie tot zu machen oder so. Ohne da jeden Tag 12 Stunden zu suchten, wie auf dem FEC zum Beispiel. Danke für den Resub, Ari. Appreciate it. Und, ja, also ich bin ja wirklich kein Optimist. Aber in dem Fall, finde ich, ist es eigentlich relativ einfach, das positiv zu sehen. Außerdem Tower, Battle Pass mit vielen Chars und so weiter. Also was man in 6 Monaten mit relativ wenig Spielen anhäufen kann, ist schon echt nicht wenig in Flav Universe. Was man da alles zusammenbekommen kann in der kurzen Zeit. Also, oder was heißt kurze Zeit? Ich meine, das ist ein halbes Jahr. Aber in Flav Zeit gerechnet ist es nicht allzu viel. Flav ist ja wirklich ein Ausdauerspiel, wo man fast nur in Monaten rechnen kann. Weil alles so lange dauert und so. Also, wie ich schon oft gesagt habe, wenn man keine Zeit für eine FEC hat, ist es eh besser, man spielt ihn einfach nicht.
Es ist nun mal ein Spiel, das sehr viel Zeit erfordert und jedes Jahr neu anzufangen und einen neuen Charakter auf Maximale zu ziehen, wer hätte es erwartet, das kostet leider etwas Zeit. Man munkelt, da muss man tatsächlich ein bisschen Zeit investieren, sonst wird es nichts. Immer wieder von Null zu starten. Aber ich denke halt, ich weiß, also jetzt sind viele so in dieser Stimmung wie Freaky und Bold. Freaky und Bold wäre eine gute Fernsehsendung, by the way. Freaky und Bolty. Gemeinsam auf Patrouille. Auf Burodeng-Patrouille. Jetzt sehen das wieder einige so. Und da seid ihr safe nicht die Einzigen. Aber der nächste FEC wird safe nochmal größer als der jetzige, einfach weil jetzt das Update kommt. Und der nächste FEC dann mit dem Update kommt. Und deswegen wird es safe so sein, dass alle die Behemoth-Waffen wollen. Allein schon, weil sie cool aussehen. Keiner wird sie haben, weil sie arschselten sein werden. Und viele wahrscheinlich nicht mal richtig den Dungeon abfarmen können. Oh, einfach so, mir nichts, dir nichts, ohne Probleme, weil er wahrscheinlich schon relativ schwierig sein wird. Wilds am Anfang, wo jeder nur Bloody hatte, war ja auch schwierig, bis man mal alles gekannt hat. Und einfach vom Damage her war es nicht ohne, den mal so zu schaffen. Ohne Erfahrung und so weiter. Und es wird ja nach dem Update genauso sein. Und momentan sieht es ja auch gar nicht so gut aus für das Update, also wirkt jetzt nicht so, als würde es demnächst kommen. Frühestens November, denke ich. Vielleicht sogar später, wer weiß. Und da wird halt einfach kein Mensch, also bis das Update da ist, wird der durchschnittliche Flive-Spieler niemals an eine Behemoth-Waffe rankommen. Und das ist ja aber wie immer im Leben. Das, was man nicht haben kann, oder das, was es nicht gibt, vielleicht sogar. Also wird ja auch einfach keine Waffen auf dem Markt geben. Außer halt für die top-reichen Spieler, die halt Hunderte, Tausende von F-Coins zahlen können. Genau das will man dann aber. Und wo kriegt man's? Oder wo kriegt man's höchstwahrscheinlich deutlich leichter und günstiger? Na, auf dem nächsten FEC. Also fangen die Leute dann trotzdem auf dem FEC an, obwohl sie eigentlich wahrscheinlich gesagt haben, dass sie keinen Bock mehr haben. Oder jetzt sagen sie, sie haben keinen Bock mehr. Aber auf dem nächsten spielen sie dann trotzdem, weil sie wollen unbedingt eine Behemoth-Waffe und hier kriegst du sie halt relativ einfach. Oder zumindest einfacher als dort auf den Original-Servern. Und deswegen wird der nächste FEC safe mindestens so wie dieser, vor allem beim Start. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass noch mehr los ist. Einfach, wie gesagt, weil neues Equipment und so weiter. Das wird die Leute anziehen, wie die Motten vom Licht angezogen werden. 1000%ig. Der übernächste dann hingegen, wenn bis dahin nicht nochmal ein Update kommt, das ist dann wieder was anderes, der übernächste. Aber der nächste wird bestimmt nochmal richtig big. Beim übernächsten, wenn bis dahin wieder kein Update kommt, und das wird ja wahrscheinlich sogar so sein, oder zumindest kein riesiges, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass da nicht mehr so ultra viel los ist. Ich meine, es wird immer viel los sein auf dem FEC, aber keine neuen Rekorde gebrochen werden.